Deutschlands unsichtbare Macht. Das neue U-Boot, Type 212 CD, revolutioniert die Seeherrschaft. Mit seiner innovativen AIP-Technologie verschwindet es nahezu komplett von jedem Radar. Ein echtes Phantom der Tiefsee. Die moderne Sensorik und die digitale Bedienung machen es zum präzisesten Waffe der Meere. Bewaffnet mit modernsten Torpedos und Shun Hangdao-Dan kann es Ziele land- und seebasiert mit höchster Präzision neutralisieren. Type 212 CD. Ein Meilenstein in der Unterseeboottechnik und ein Symbol für Deutschlands Marinesuperiorität. Was matcht dieses U-Boot so besonders? Es ist nicht nur eine weitere Entwicklung, es ist eine Revolution. Der Typ 212 CD ist der Höhepunkt jahrzehntelänger deutscher Ingenieurskunst, die auf der bereits beeindruckenden Class 212A aufbaut. Aber das CDFR Common Design, die Tat auf etwas noch Größeres hin, ein bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen. Diese Partnerschaft bundelt Ressourcen und Fachwissen, ein U-Boot zu schaffen, das für die Herausforderung steht 21 Jahrhundertsgerüstet ist. Beginnen wir mit dem, was es praktisch unsichtbar macht. Seine Tarnung. Das Design des Rumpfs ist völlig neu. Vergessen Sie die traditionelle Zylinderform. Der Typ 212 CD hat eine rautenförmige Rumpfform. Dies kantige, verchetierte Struktur ist nicht nur für die Ästhetik da. Sie ist ein Geniusstreich der Tarnkappentechnologie. Lich wie bei einem Tarnkappenkampfflug zu werden Sonarwellen, die auf den Rumpf treffen, nicht direkt zum Sender zurückgeworfen. Stattdessen werden sie in andere Richtungen abgelenkt, was die Sonarsignatur des U-Boots drastisch reduziert. Für einen feindlichen Sonaroperator erscheint das 212 CD möglicherweise als kleines, unbedeutendes Objekt oder verschwindet ganz im Hintergrund des Ozeans. Aber die Tarnung geht noch weiter. Das Herstück des Antriebs ist ein lufttunnelbahnliches Antriebssystem, kurz AIP. Dois U-Boots sind Pioniere dieser Technologie, die es in ein Armglied, wochenlang untergetaucht zu bleiben, ohne auftauchen zu müssen, Batterien aufzuladen, ein Vorgänger, der sie extrem verwundbar macht. Der Typ 212 CD bringt diese Technologie auf die nächste Stufe. Verwendet fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellen, die nicht nur leise, sondern auch unglaublich effizient sind. Im Gegensatz zu Atom-U-Booten, die ständig Kühlpumpen betreiben müssen, die ein leises, aber ständiges Geräusche erzeugen, ist das AIP-System des 212 CD fast lautlos. Wenn es langsam und leise fährt, ist es eines der leisesten von Menschenhand geschaffenen Objekte im Meer. Es kann sich in feindlich flotten Herren schleichen oder unentdeckt in strategischen Gewässern patrouillieren. Unter der Haut ist der Typ 212 CD ein technologisches Kraftpaket. Ist im Tate den modernsten Sensoren ausgerüstet, die man sich vorstellen kann? Sein Sonarsystem ist nicht nur ein einzelnes Gerät, es handelt sich ein integriertes Netzwerk von Hydrophonen. Das gesamte U-Boot herum angeordnet ist an ein 360-Grad-Wahrnehmung seiner Umspring-Armglied. Dies umfasst Flank-Array-Sonare, ein Bug-Sonar und ein Schleppsonar, das hinter dem U-Boot hergezogen wird, Ziel aus großer Entfernung zu erkennen. Diese Daten werden von hochentwickelten Prozessoren analysiert, die mithilfe künstlicher Intelligenz selbst die schwachsten Geräusche identifizieren und klassifizieren können. Das Geräusch einer Schraube eines bestimmten Schiffstyps oder das Lease-Summen eines anderen U-Boots. Es ist, als hätte man die schärfsten Ohren im Ozean. Und was ist mit seiner Schlagkraft? Ein stilles U-Boot ist nutzlos, wenn es nicht zerschlagen kann. Der Typ 212 CD ist schwer bewaffnet. Sein Torpedorohr können die Nussen Schwergewicht stort abwehren, wie den DM2A4C hat. Diese drahtgelenkten Torpedos sind schnell, intelligent und extrem tadelig und können sowohl oberflächlich als auch feindlich U-Boot bekämpfen. Aber das ist noch nicht alles. Das U-Boot ist auch für den Abschuss von zielgestützten Marschflugkörpern konzipiert. Dies verleiht ihm die Fähigkeit, Langeal aus Hunderten von Kilometern, Entfernung anzugreifen und verwandelt es von einer reinen Bedrohung für Schiff in ein strategisches Asset, das tief im feindlichen Gebiet zerschlagen kann, ohne jemals gesehen zu werden.
Ein weiter Revolutionärfähigkeit ist die Integration unbemannter System. Der Typ 212CD kann aus Mutterschiff, FR Vielzahl von Unterwasserdrohnen oder UUVs dienen. Dies Drohnen können FR verschiedene Missionen eingesetzt werden, aufklären, Minenjagd oder sogar als Kader, feindliche Kräfte abzulenken. Stellen Sie sich vor. Das U-Boot setzt ein kleine Flot von Drohnen aus. Ein feindliches Hafenlayout zu kartieren oder ein Minenfeld zu durchqueren, während es selbst in sicherem Abstand bleibt. Dies Fähigkeit erweitert seine Reichweite und seinen Einfluss exponentiell und reduziert das Risiko, FR die Besitzung. Apropos Besitzung, das Leben an Bord eines U-Boots ist anspruchsvoll. Aber der Typ 212CD wurde auch MIT im Blick auf die Menschen entwickelt. Trotz seiner fortschrittlichen Technologie ist stark automatisiert, was ein relativ kleine Besitzung von etwa 30 Personen ermöglicht. Die Unterkunft und Arbeitsbereich sind ergonomisch gestaltet, die Effizienz und das Wohlbefinden rend länger anstrengender Missionen zu maximieren. Das Gefechtsfrungsty ist hochgradig integriert und benutzerfreundlich und sehr komplex taktisch. Informationen auf klaren, intuitiven Displays und dies ermöglicht es dem Kommandanten und der Besitzung, in Sekunden Bruchteilen kritische Entscheidungen zu treffen. Die strategische Bedeutung dieses U-Boots kann nicht hochgenig eingeschätzt werden. In einer Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen bietet der Typ 212CD Deutschland und Norwegen eine entscheidende Fähigkeit zur maritimen Abschreckung. Seine Fähigkeit, in flachen Küstengewässern wie der Ostsee oder im Tiefen, offen in Nordatlantik unentdeckt zu operieren, matcht es zu einer vielseitigen und unvorhersehbaren Bedrohung für jeden potenziellen Gegner. Es geht nicht darum, einen Krieg zu beginnen. Es geht darum, einen zu verhindern. Die bloße Existenz einer solchen unsichtbaren und potenten Kraft zwingt potenziell Gegner dazu, zweimal nachzudenken, bevor sie aggressive Handlungen unternehmen. Es ist die ultimative Versatilierungspolice auf sie. Die gemeinsame Entwicklung durch Deutschland und Norwegen ist ebenfalls von großer Bedeutung. Sie stärkt nicht nur die NATO-Allianz, sondern fördert auch die Interoperabilität. Deutsche und norwegische Besatzungen wurden auf identischen Plattformen trainieren, was ein nahtlose Zusammenarbeit bei gemeinsamen Operationen ermöglicht. Dieses Modell der Zusammenarbeit kennt ein Vorbild für zukünftig europäische Verteidigungsprojekte werden an die Kollektiv Sicherheit des Kontinents stärken. Der Bau dieser U-Boot ist bereits im Gang, wobei die ersten Einheiten voraussichtlich in den frühen 18er Jahren in Dienst gestellt wurden. Werften in Kiel, Deutschland arbeiten akribisch daran, dies komplizierten Entwurf in die Realität umzusetzen. Jeder Schwerpunkt, jedes Kabel und jedes STC-Code wird nach den ältesten Standards gefertigt, sicherzustellen, dass dies U-Boot die leisesten, tadlichsten und fortschrittlichsten konventionellen U-Boot der Welt sein werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Typ 212CD mehr als nur ein U-Boot ist. Ist ein Symbol für technologische Überlegenheit, strategische Weitsicht und internationale Zusammenarbeit. Sein Routenfremig Tarnkappenhill, sein Flusterleiser IIP-Antrieb, sein fortschrittlichen Sensoren und sein potente Bewaffnung machen ihn zu einem wahren Game-Changer in der Unterwasserwelt. Ist die unsichtbare Macht, die unter den Wellen lauert, ein stiller Wächter, der bereit ist, die maritime Ordnung zu schätzen und das Gleichgewicht der Macht für die kommenden Jahrzehnte zu sichern. Die Tief hat einen neuen Meister und spricht Deutsch. Deutschlands Unsichtbare Macht. Das neue U-Boot, Type 212 CD, revolutioniert die Seeherrschaft. Mit seiner innovativen AIP-Technologie verschwindet es nahezu komplett von jedem Radar. Ein echtes Phantom der Tiefsee. Die moderne Sensorik und die digitale Bedienung machen es zum präzisesten Waffe der Meere. Bewaffnet mit modernsten Torpedos und Shun Hangdao-Dan kann es Ziele land- und seebasiert mit höchster Präzision neutralisieren. Type 212 CD. Ein Meilenstein in der Unterseeboottechnik und ein Symbol für Deutschlands Marinesuperiorität. Was macht dieses U-Boot so besonders? Es ist nicht nur eine Weiterentwicklung, es ist eine Revolution. Der Typ 212CD ist der Höhepunkt jahrzehntelänger deutscher Ingenieurskunst.
die auf der bereits beeindruckenden Class 212A aufbaut. Aber das CDFR Common Design, die Tat auf etwas noch Größeres hin, ein Bahnbrücken Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen. Dies Partnerschaft bundelt Ressourcen und Fachwissen, ein U-Boot zu schaffen, das auf die Herausforderung steht 21. Jahrhundertsgerüstet ist. Beginnen wir mit dem, was es praktisch unsichtbar macht. Seine Tarnung. Das Design des Rumpfs ist völlig neu. Vergessen Sie die traditionelle Zylinderform. Der Typ 212CD hat eine rautenförmige Rumpfform. Dies kenntliche, vegetarierte Struktur ist nicht nur für die Ästhetik da. Sie ist ein Geniestreich der Tarnkappentechnologie. Lich wie bei einem Tarnkappenkampfflug zu werden Sonarwellen, die auf den Rumpf treffen, nicht direkt zum Sender zurückgeworfen. Stattdessen werden sie in andere Richtungen abgelenkt, was die Sonarsignatur des U-Boots drastisch reduziert. Für einen feindlichen Sonaroperator erscheint das 212CD möglicherweise als kleines, unbedeutendes Objekt oder verschwindet ganz im Hintergrund des Ozeans. Aber die Tarnung geht noch weiter. Das Herstick des Antriebs ist ein luftunabhängiges Antriebssystem, kurz AIP. Durch U-Boots sind Pioniere dieser Technologie, die es in ein Ermglied, wochenlang untergetaucht zu bleiben, ohne auftauchen zu müssen, Batterien aufzuladen, ein Vorgänger, der sie extrem verwundbar macht. Der Typ 212CD bringt diese Technologie auf die nächste Stufe. Verwendet fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellen, die nicht nur leise, sondern auch unglaublich effizient sind. Im Gegensatz zu Atom-U-Booten, die ständig Kühlpumpen betreiben müssen, die ein leises, aber ständiges Gerguscher suchen, ist das AIP-System des 212CD fast lautlos. Wenn es langsam und leise fährt, ist es eins der leisesten von Menschenhand geschaffenen Objekte im Meer. Es kann sich in feindlich flotten Herren schleichen oder unentdeckt in strategischen Gewässern patrouillieren. Unter der Haut ist der Typ 212CD ein technologisches Kraftpaket. Ist im Tate den modernsten Sensoren ausgerüstet, die man sich vorstellen kann? Sein Sonarsystem ist nicht nur ein einzelnes Gerät, es handelt sich ein integriertes Netzwerk von Hydrophonen. Das gesamte U-Boot herum angeordnet ist an ein 360-Grad-Wahrnehmung seiner Umschwung ermöglicht. Dies umfasst Flankarray-Sonare, ein Bug-Sonar und ein Schleppsonar, das hinter dem U-Boot hergezogen wird, Ziel aus großer Entfernung zu erkennen. Diese Daten werden von hochentwickelten Prozessoren analysiert, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz selbst die schwachsten Gergüche identifizieren und klassifizieren können. Das Gergusch einer Schraube eines bestimmten Schiffstyps oder das Lease-Summen eines anderen U-Boots. Es ist, als hätte man die schärfsten Ohren im Ozean. Und was ist mit seiner Schlagkraft? Ein stilles U-Boot ist nutzlos, wenn es nicht zerschlagen kann. Der Typ 212CD ist schwer bewaffnet. Sein Torpedorohr können die Nussen Schwergewicht stored abwehren, wie den DM-2A4C hat. Diese drahtgelenkten Torpedos sind schnell, intelligent und extrem tadelig, und können sowohl oberflächlich als auch feindlich U-Boot bekämpfen. Aber das ist noch nicht alles. Das U-Boot ist auch für den Abschuss von zielgestützten Marschflugkörpern konzipiert. Dies verleiht ihm die Fähigkeit, Langeal aus Hunderten von Kilometern, Entfernung anzugreifen und verwandelt es von einer reinen Bedrohung für Schiff in ein strategisches Asset, das tief im feindlichen Gebiet zerschlagen kann, ohne jemals gesehen zu werden. Ein weiterer revolutionäre Fähigkeit ist die Integration unbemannter Systeme. Der Typ 212CD kann als Mutterschiff für ein Vielzahl von Unterwasserdrohnen oder UUVs dienen. Diese Drohnen können für verschiedene Missionen eingesetzt werden, aufklären, Minenjagd oder sogar als Kader, feindliche Kräfte abzulenken. Stellen Sie sich vor. Das U-Boot setzt ein kleine Flot von Drohnen aus, ein feindliches Hafenlayout zu kartieren oder ein Minenfeld zu durchqueren, während es selbst in sicherem Abstand bleibt. Diese Fähigkeit erweitert seine Reichweite und seinen Einfluss exponentiell und reduziert das Risiko für die Besatzung. Apropos Besatzung, das Leben an Bord eines U-Boots ist anspruchsvoll. Aber der Typ 212CD wurde auch mit im Blick auf den Menschen entwickelt. Trotz seiner fortschrittlichen Technologie ist stark automatisiert, was ein relativ kleine Besatzung von etwa 30 Personen ermöglicht.
Die Unterkunft und Arbeitsbereich sind ergonomisch gestaltet. Die Effizienz und das Wohlbefinden rennt länger anstrengender Missionen zu maximieren. Das Gefechtsfrungstie ist hochgradig integriert und benutzerfreundlich und sehr komplex taktisch. Informationen auf klaren, intuitiven Displays und dies ermöglicht es dem Kommandanten und der Besatzung, in Sekunden bruchteam kritische Entscheidungen zu treffen. Die strategische Bedeutung dieses U-Boots kann nicht hochgenig eingeschätzt werden. In einerseits zunehmender geopolitischer Spannungen bietet der Typ 212CD Deutschland und Norwegen eine entscheidende Fähigkeit zur maritimen Abschreckung. Seine Fähigkeit, in flachen Küstengewässern wie der Ostsee oder im Tiefen, offen im Nordatlantik unentdeckt zu operieren, matcht es zu einer vielseitigen und unvorhersehbaren Bedrohung für jeden potenziellen Gegner. Es geht nicht darum, einen Krieg zu beginnen. Es geht darum, einen zu verhindern. Die bloße Existenz einer solchen unsichtbaren und potenten Kraft zwingt potenziell Gegner dazu, zweimal nachzudenken, bevor sie aggressive Handlungen unternehmen. Es ist die ultimative Versatilierungspolice auf sie. Die gemeinsame Entwicklung durch Deutschland und Norwegen ist ebenfalls von großer Bedeutung. Sie stärkt nicht nur die NATO-Allianz, sondern fördert auch die Interoperabilität. Deutsche und norwegische Besatzungen wurden auf identischen Plattformen trainieren. Was ein nahtlos Zusammenarbeit bei gemeinsamen Operationen ermöglicht. Dieses Modell der Zusammenarbeit kennt ein Vorbild für zukünftig europäische Verteidigungsprojekte werden an die Kollektiv Sicherheit des Kontinents stärken. Der Bau dieser U-Boot ist bereits im Gang, wobei die ersten Einheiten voraussichtlich in den frühen 18er Jahren in Dienst gestellt wurden. Werften in Kiel, Deutschland arbeiten akribisch daran, dies komplizierten Entwurf in die Realität umzusetzen. Jeder Schwerpunkt, jedes Kabel und jedes SDC-Code wird nach den ältesten Standards gefertigt, sicherzustellen, dass dies U-Boot die leisesten, tadlichsten und fortschrittlichsten konventionellen U-Boot der Welt sein werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Typ 212C